Schlagwort Brandmauer und die Frage, wie hältst du es mit der AfD? Die Frage ist natürlich brisant für alle Parteien, die jetzt im September in 3 ostdeutschen Bundesländern antreten. Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt, die Union ist gespalten. 55% der CDU-Mitglieder der Befragten, also etwas mehr als die Hälfte, schließen demnach eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Aber 45% wollen von Fall zu Fall entscheiden, ob sie mit den Rechtsextremen stimmen. Und jetzt kommt's, im Osten sind es sogar 68%. Die Brandmauer wackelt also. Matthias Heinrich berichtet. Um es deutlich zu sagen, der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist ein Rechtsextremist und seine Partei gesichert rechtsextrem. Doch tatsächlich interessiert das in Thüringen gut 29% der Wähler nicht. Die AfD wird voraussichtlich stärkste Partei werden. Höcke verspricht Lösungen für alle Probleme. Es ist egal, was ihr wählt. Die einzige Partei, die in allen zentralen Politikfeldern Antworten auf die Probleme der Zeit hat, die Argumente hat und die Gegenpositionen bezieht, das ist die AfD. Mario Vogt ist der Spitzenkandidat der Union. Zusammen mit dem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz beackert er das politische Feld in Thüringen. Nein, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, sagen beide. Doch die Mitglieder ihrer Partei ticken da anders. Immerhin 45% der befragten CDU-Mitglieder können sich eine fallweise Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen. 55% lehnen es ab. Im Osten hingegen plädieren 68% für die fallweise Kooperation. Nur noch ein knappes Drittel stemmt sich dagegen. CDU-Mitglieder sowohl vor Ort, die mit den Leuten ständig in Kontakt sind, wie auch CDU-Mitglieder, die sich über die Machtperspektiven ihrer Partei Gedanken machen. Sie erkennen, dass die Strategie misslungen ist, durch Ausgrenzung der AfD die Wählerschaft von Wählern der AfD abzuhalten. Und sie erkennen, wie fatal es für das Ansehen und die Rolle der CDU ist, wenn die CDU einer im Osten klar rechten Bevölkerungsmehrheit Regierungen offeriert, die klar auch links geprägt sind. Zumindest auf kommunaler Ebene gibt es auch schon Sündenfälle. Der Generalsekretär bleibt aber dabei. Parteibeschlüsse gelten weiterhin. Da haben Sie hier und da mal Fälle in der Sache. Das gilt für alle Parteien. Da muss man schauen, wie man damit umgeht. 2018 in Hamburg gibt es einen klaren Beschluss. Übrigens einstimmig, dass es keine Zusammenarbeit mit dieser Partei gibt. Aber offenbar gibt es auch keine Angebote, mit denen es gelingt, der AfD die Wähler wieder abzuwerben und so der Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und wir freuen uns, dass Mario Vogt Zeit für uns hat, CDU-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag und Spitzenkandidat bei der Wahl am 1. September. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, grüße Sie. Herr Vogt, die Forsa-Umfrage zeigt ja, mehr als 2/3 der Unionsmitglieder im Osten wollen eine Zusammenarbeit mit der AfD, wenn es denn passt oder nötig ist. Sie haben das immer wieder ausgeschlossen. Also bringen Sie diese Zahlen jetzt zum Umdenken? Für uns ist klar, es darf keine Koalition mit der AfD, mit Björn Höcke geben. Und das wünscht sich auch der Großteil unserer Mitglieder. Da haben wir auch einstimmige Beschlüsse hier im Land. Aber vor allen Dingen spüren wir das auch auf der Straße. Und das, was die Umfrage zeigt, dass viele Menschen sich wünschen, dass die Probleme angepackt werden, die CDU und die auch die AfD thematisieren. Und, was wir nicht ausschließen werden, sind, dass wir die Themen anpacken, nur weil sie halt von anderer Seite geäußert werden. Sie haben gerade die Straße in Anführungsstrichen schon angesprochen. Werden Sie denn jetzt im Wahlkampf konkret auch mit dieser Forderung konfrontiert, dass Menschen, die eigentlich Union wählen, auf Sie zukommen und sagen, alles gut und schön, aber es gibt einfach bestimmte Punkte, da glauben wir, dass die Zusammenarbeit mit der AfD sinnvoll wäre? Und wenn ja, was sagen Sie denen dann? Was ich erlebe, ist, dass vielfach in Thüringen mich die Menschen ansprechen und sagen, Herr Vogt, wir brauchen endlich hier einen politischen Wechsel. Es muss in Thüringen wieder vorangehen und dieser Stillstand muss beendet werden. Aber bitte verhindern Sie, dass Herr Höcke Mitspracherecht hat. Und genau das ist das Duell dieser Zeit und der nächsten 2 Wochen. CDU oder AfD erleben wir in vielen Wahlkreisen und die sind unser politischer Hauptgegner. Und genau aus diesem Grund werden wir uns auch hart in der Sache auseinandersetzen. Ja, nur das kann ja eben unter Umständen bedeuten, Sie haben es ja selber eben auch so gesagt, dass man thematisch dann doch irgendwie auf einer Linie ist. Also wie sieht dann die Interpretation aus, was nun Zusammenarbeit ist und was nicht? Für mich ist vollkommen klar, wir kämpfen um jeden einzelnen Wähler, weil viele Menschen haben Unbehagen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist massiv schwierig. Die Ampel in Berlin ist ein Brandbeschleuniger für den Frust, den wir hier vor Ort verspüren.
Es geht um die Frage Unterrichtsausfall, wie kommen wir mit der Migration klar? Und in all diesen Handlungsfeldern ist die CDU eine Partei, die einen Plan hat und die auch klipp und klar sagt, wie man in Thüringen wieder vorankommen kann. Und das, was die Menschen sich wünschen, ist nicht links oder nicht rechts, sondern sie wollen endlich, dass es in Thüringen wieder vorangeht. Und ich glaube, das ist halt die inhaltliche Diskussion der nächsten Wochen. Und das, was ich auch vielfach auf der Straße höre, ist, Herr Vogt, wir wollen endlich wieder, dass dieser Stillstand und die Instabilität in Thüringen beendet wird. Die Menschen wollen mehr Zusammenhalt. Sie wollen nicht diese Polarisierung. Und ich glaube, da ist die CDU die richtige Stimme für. Aber Sie weichen ja doch ein bisschen der Frage aus, wie das nun konkret aussehen soll und ab wann es eben Zusammenarbeit ist und wann es nur das gleiche Thema ist, was man anpackt. Ich kann doch nicht deswegen die Themen ignorieren. Das ist doch der große Fehler vieler Parteien und gerade der Ampel, dass sie Themen nicht anpackt, weil sie das Gefühl hat, es könnte einer anderen Seite nützen. Und die AfD versucht genau dort ihr Feld zu bearbeiten. Und was wir als CDU machen, ist keinen Wähler aufzugeben und denen zu sagen, nur das Problem zu benennen, reicht noch nicht aus, um die Dinge, die ihnen wichtig sind, zu lösen. Und ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. In Thüringen sind wir als CDU diejenigen, die als erste deutschlandweit die Bezahlkarte eingeführt haben, die deutschlandweit als erste die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften gemacht haben und damit eben dem Gefühl vieler Menschen, dass es um soziale Gerechtigkeit geht, einen Ausdruck verliehen haben. Der AfD-Landrat hat nicht gehandelt. Und das zeigt, die CDU nimmt die Themen auf, bringt sie zu einer Lösung und das gewinnt auch wieder Vertrauen für die Demokratie zurück. Aber Herr Vogt, wenn wir jetzt noch mal schauen auf Ihre Position und auch die Äußerung, die es von Ihnen schon gegeben hat, wenn es um BSW geht, also Bündnis Sarah Wagenknecht, da gibt es ja durchaus auch gegensätzliche Positionen zum Beispiel. Das führt bei Ihnen aber nicht dazu, dass Sie sagen, nee, mit denen nicht. Das heißt für mich ganz simpel, Sarah Wagenknecht versucht jetzt, sich von außen einzumischen. Und das, was wir hier in Thüringen als Themen haben, interessiert sie im Kern gar nicht. Und deswegen ist für mich BSW auch kein Gesprächspartner, wenn es so weitergeht, dass Sarah Wagenknecht Dinge versucht zu entscheiden, die für Thüringen keine Relevanz haben. Ich setze mich aber gerne mit allen an den Tisch, um die Probleme der Menschen zu lösen. Das ist mein Politikangebot, weil die CDU ist Brückenbauer zwischen Stadt und Land, zwischen der Auseinandersetzung, die es gerade in Thüringen gibt. Und genau aus dem Grund ist für mich klar, wenn die CDU oder wenn man die CDU in der Regierung sehen will, dann muss man auch für sie stimmen. Rein strategisch gesprochen, dieses ganz klare Plätzé zu sagen, mit der AfD nicht. Ist das ein Fehler gewesen möglicherweise? Wäre es nicht schlauer gewesen, überhaupt nichts zu sagen? Weil dann kommt man nicht in die Verlegenheit, in der Sie sich jetzt auch gerade befinden, erklären zu müssen, warum nicht? Nein, es ist für mich keine Verlegenheit. Ich finde, das macht doch unsere Politik schwach, dass Leute nicht wissen, woran sie sind und dass Leute vor der Wahl etwas anderes sagen, als sie hinterher machen. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es eine klare Aussage und deswegen auch das Duell bei Ihnen, weil die Auseinandersetzung mit Björn Höcke ist größer als nur Thüringen. Diese Leute dürfen in Deutschland keine Verantwortung haben, weil sie eine Gefahr sind für den Wirtschaftsstandort, vor allen Dingen hier in meinem Heimatland. Wir haben große Veränderungsprozesse vor uns und wenn dann Menschen aus Thüringen weggehen oder Leute, die wir brauchen, nicht hierher kommen, dann schwächt das mein Heimatland und das kann ich nicht zulassen. Mario Vogt, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Herzlichen Dank Ihnen. Beste Grüße.